Hallo und herzlich willkommen zur Reaktion auf das Season 2024 Gameplay Spotlight von League of Legends. Ich bin gespannt, was für Änderungen sie bereithalten. In den letzten paar Seasons hat sich ja nicht so viel geändert, muss man sagen. Aber jetzt für die, ja, mittlerweile, glaube ich, 14. Saison, wollen sie nochmal den Hammer auspacken, glaube ich. Das sieht schon mal gewalttätig aus. Welcome one and all to season 2024. We've got quite a few changes to share, from terrain adjustments to new monsters and items. Ready to see what's coming? Let's get into it. Let's go. Map changes. Wait, where are we? Oh, it's top lane. These walls are different, and would you look at that? The brush is now in the middle of the river. Well, that'll make for a trickier gank path from jungle, so you top laners can focus more on your lane opponent instead of hungry junglers. We've got terrain changes across the entire map, actually. Like in mid lane, the brush is farther back from the lane now, and we've adjusted the walls to both red and blue side for better symmetry. Overall, these adjustments should make it a little safer to play a variety of champions in mid lane, especially those mages with zero dashes. Speaking of safety, we've also changed the walls opposite Baron and Dragon Pit for a bit more security while you're moving between lanes through the jungle. Aha. Also werden quasi Lanes safer, also wenn du mehr Distanz, so, ich erkläre es kurz, für Leute, die es vielleicht nicht so checken, wenn du mehr Distanz hast zwischen dem Busch und der Lane, siehst du den Jungler früher und kannst halt eher nochmal adapten. Heißt, Jungle in general wird vielleicht sich weniger overpowered anfühlen, könnt ihr mir vorstellen. Diese in der Rotationswende, da bin ich jetzt noch nicht sicher, ob es so gut oder so eine gute Entscheidung ist, aber gut, lass uns mal weiter reinhören. Finally, in bot lane, there's a new gank path on red side to make the map more symmetrical. We've also shifted the brush to the middle of the river, so both teams can more reasonably fight for vision control. Look alive down there. New jungle paths aren't the only thing to keep your eye on this season. Ist auch nochmal wichtig. Es gibt ja jetzt Jungler, die sind, je nachdem, welche Seite du spielst, gerade besser als auf der Gegenseite. Wenn du Rek'Sai auf Blue Side spielst, oder Zac zum Beispiel, auch klassischer Jungler, dann hast du ein sehr krasses Gank-Pathing, wenn du über Mitte kommst und dann quasi von hinten die Enemy Red Buff, die Enemy Red Botlane gangst. Und dann von hinten über diese Wall springst, die jetzt normalerweise hier wäre. Und dadurch, dass jetzt hier freier Zugang ist, ist es ein bisschen fairer. Das heißt, beide Seiten können können von allen Junglern gleich gegankt werden, quasi. Und, das, was wir auch gesehen haben, das ist schon mal cool. Und das hier finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Und da hat Trigger auch recht, wenn er sagt, more reasonably fight for vision control. Jetzt gerade ist es so, diese Seite hier, das hier zu fighten, ist ja für Blue Side viel angenehmer, als diesen Busch zu fighten für Red Side. Ne? Also der Jungler hat eine größere, ist ja viel näher dran an diesem Busch, als der Red Side Jungler an diesem Busch. Aber wenn dieser Busch hier existiert, dann ist die Vision Control hier alles, was du brauchst, um Botlane zu dominieren. Und nicht alles, aber zum großen Teil. Und darum kannst du halt fair fighten, weil es in der Mitte der Map ist. Das sind so Changes, die einfach die Sachen, die beiden Seiten angleichen. Finde ich immer gut. Finde ich gut. Fight for vision control. Look alive down there. New jungle paths aren't the only thing to keep your eye on this season. A new Void monster has found its way to the Rift. During the early game, a camp of 3 Voidgrubs will now spawn inside the Baron Pit. When you attack a grub, smaller Void mites appear to join the fight. Killing one of the Voidgrubs grants a permanent buff to your entire team that deals damage over time when attacking turrets. For every grub you slay, the buff becomes more powerful. After the first 3 grubs are killed, 3 more will spawn a few minutes later. If your team manages to kill all 6, then you unlock the maximum buff. When you attack a turret, you'll apply the damage over time and spawn some Void Mites of your own to help take it down. Keep in mind that these grubs are an incremental camp, not all or nothing. So slaying even one can give your team a small boost and keep the enemy from collecting all 6. Das finde ich weird. Das gefällt mir auch nicht so von der Optik her, muss ich zugeben. Die sehen irgendwie so aus wie kleine Fortnite-Kinder. Aber ja,
Dass man Damage over Time an Turrets macht, finde ich ganz witzig. Vielleicht also so eine Sache, wenn der Jungler sonst nichts zu tun findet, dann macht er halt die Dinger. Aber dass man selbst irgendwelche Voidlinge spawnt, finde ich übel komisch. At 14 minutes, any remaining grubs disappear, and the beloved Rift Herald enters the game with a fresh new look. Maybe they're born with it, maybe it's the hideously vile influence of the Void from whence they came. If you slay the Herald, you can summon them as before to march down lane and whack turrets. Or any... Das ist funny, weil, also ist gut, weil Proplay ein bisschen aufgemischt wird. Proplay hatte ja diese, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber es gab halt diese Herald-Sequenzen, wo du halt Minute bis zum ersten Herald das Game eigentlich schon so planen konntest. Mit je nach Matchup, je nach Gang. Du konntest quasi alles genau planen und es war relativ wenig es war relativ herausgefunden, das Spiel. Und jetzt, wo diese Grubs da sind, wird das sich das Game halt ändern. Aber ich glaube, auch das wird man da rausfinden. Auch das wird man da rausfinden. Du hast jetzt nur nicht mehr diesen Herald-Spawn, der dann das Game extrem berechenbar macht. Ne? Member of your team can hop on board to play Summoner's Drift, steering the monster as they charge forward like a battle sled. Ramming Herald into a turret this way deals some extra damage, and you can run into enemy champions to damage and knock them up. Huh. On collision with terrain or a turret, the driver pops out nearby, and the ability to steer goes on cooldown. Da sehe ich viele Möglichkeiten, Scheiße zu bauen. Turret, but takes longer if you hit a wall. All aboard the Shelly Demolition Train. Now let's talk about... What was that? Neuer Nash. Baron Nashor, Voidborn Tyrant of the Rift, is back and badder than ever before. When he enters the game, you'll know it. Baron takes one of 3 forms when he emerges. Each form provides the same classic buff, but alters how he fights and determines the shape of his pit. But wait, there's more. With Baron's entrance, the Void's influence spreads across the map, infusing the Scuttle Crab, Brambleback, and Sentinel with dark power. Voidborn Scuttle Crab becomes tankier and tougher to kill. On death, she sends out a massive burst like a Scryer's Bloom, revealing all enemy champions and wards in a large area. Bet you didn't see that coming. Likewise, the Voidborn red and blue buff require a little more muscle to take down, but in exchange, they grant the buff to every teammate who's alive at the time. So no more fighting over who gets blue buff, alright? Das ist so cool, weil es einfach so viel Frustration wegnimmt. Dass ich das sehr appreciate. Das finde ich geil. Viel weniger Konfrontation, viel weniger, also es finde ich, eine gute Nummer. Jetzt ist die Frage natürlich, ist es nicht dann vielleicht irgendwie zu stark, aber wahrscheinlich nicht, ne? Und das mit dem Rift-Cutler, den stärker zu machen, mit diesem Voidblumen, sehe ich für Competitive auch wieder übel cool. Und dann ist das Team, was zuerst am Objective ist, also es geht dann noch mehr darum, welches Team ist zuerst am Objective. Ist schon jetzt sehr wichtig, in vielen Teamcomps, nicht in allen, aber in vielen. Und das dann noch oben drauf zu kriegen, ist ein Oberbanger. Und der Zeitpunkt, wann du den Rift-Cutler tötest, ist auch noch wichtig. Das ist ja spannend. Das ist ja richtig spannend. Tolkien, das ist spannend hier. Das ist spannender als World's Final, bin ich ehrlich. Danke für den Raid. Hallo Leute, gucken uns gerade ein bisschen die neuen Infernal Rift. Dinge All an. versions of the Elemental Rift have been refreshed to accommodate the new base terrain, with An Mountain Raid? Rift using a few walls It's that true. didn't quite fit anymore. But we've changed up Infernal Rift completely. We don't have gameplay footage quite ready at this time, so let me paint you a word picture. Instead of a burned out fire escape, Infernal Rift will scatter infernal cinders all across the map. Picking up these cinders gives a small burst of move speed and a stat buff. On death, half your collected cinders explode out for others to snag for themselves. I mean, you weren't using them anymore, right? Ich habe nicht zugehört, aber bestimmt toll. As in years past, we've made some item adjustments for this new season. Like, a lot of adjustments. For one, mythic items are out. Gone. Poof. In their place, we're adding, removing, and updating a bunch of items across several champion classes. Mages, assassins, tanks, enchanters, fighters, and marksmen will all notice quite a few changes when they gear up this season. For example, the new Storm Surge for those AP assassins and burst mages who really want to shock the enemy. In addition, we've overhauled the support quest items. Supports now have a singular item they pick up at the start of the game with minimal stats. You earn gold with this item by executing minions of any type for a flat amount, or hitting enemy champions with abilities or attacks.
At the middle Also tier, wie you vorher auch. unlock refilling wards as before. And when you reach the final tier, you can choose between several upgraded items to suit your playstyle. Whether you prefer protecting your carry or more aggressive support tactics, we've got you covered. While you're running around the new map with new monsters and new items, you should keep an eye out for old grudges. We've added a handful of champion quests that will trigger when certain champs are in the same game. Defeating your quest rival on the enemy team will grant a tiny buff. While it won't significantly impact the game, it'll be a nice reward for your Renekton mains to finally stick it to Nasus. Many of the changes we've made this year are aimed at making gameplay mechanics and systems easier to understand. This goal includes a lot of adjustments mentioned previously, or smaller changes like simplified tooltip language. We also just want to make it feel better to be on the Rift. Listen closely and you might notice the music changing throughout the game based on where you are or what you're doing. Baron boss music, anyone? And now you can celebrate. Guckst du was soll das an? Moment, was? Certain champs are in the same game. Also das mit der Quest finde ich schon nicht so geil. Ist so ein normal While it Ding. won't significantly impact the game, Normal it'll be a game. nice reward for your Renekton mains to finally stick it to Nasus. Many of the changes we've made this year are aimed at making gameplay mechanics and systems easier to. So. 60 Armor, 60 Magic Assist. 3100 Gold. Keine AP. Invulnerable and untargetable for 2.5 seconds. During this time you're unable to take any actions. Stasis. Wie vorher auch, oder nicht? Freut die ADCs. Ist das so? Also vielleicht in manchen Situationen besser als GA, ne? To understand. This goal includes a lot of adjustments mentioned previously, or smaller changes like simplified tooltip language. We also just want to make it feel better to be on the Rift. Listen closely and you might notice the music. Ja, schwierig das einzuschätzen, weil die Stats wahrscheinlich nicht so gut sind mit 60 Rüstung, 60 And now you Magic can celebrate or commiserate with your teammates in a language everyone Ist doch ziemlich understands. teuer. The fist bump. Okay, that was a lot to cover. In summary, new terrain means new gank paths in every lane. Voidgrubs are now a thing. You can now drive the Rift Herald into battle. Baron looks scarier and the Void is everywhere. Infernal Rift is totally changing. There's a bunch of new items. Some champs are bringing their beef onto the Rift, and fist bumps explode into sparkles and fireworks. Whew. Got all that? Good. If you want all the nitty-gritty details, we unpack everything in the article linked below. So study up, friends, and we'll see you in January when Season 2024 kicks off. Okay, also es gab jetzt wenig Changes oder gar keine Changes, die ich jetzt, wo ich so sagen würde, das ist von Anfang an scheiße. Ich geb allem erstmal eine Chance. Ich gebe allem erstmal eine Chance. Das, was ich am blödsten fand, war, glaube ich, die Quest-Geschichte und das mit dem in Herald reinsetzen. Aber dafür gibt es auch, dass die Map etwas geradliniger ist, beziehungsweise andere Gangpasses hat, finde ich dann wieder spannend. Weil es theoretisch ja auch, es klang so, als würde Jungle deswegen schlechter sein und da bin ich ein Fan von. Ich gebe dem Ganzen eine Chance, ne? Ich habe schon schlechtere Changes zu Season-Beginn gesehen. For sure. Fand ich okay. Oder finde ich okay. Ich gebe gerne allem erstmal eine Chance. Das ist auch meine finale Meinung so. Ich gebe allem eine Chance. Da ist nichts dabei, was mich übel tilten lässt. So. Und Sonnetz, glaube ich, ist sehr teuer. Mit 3100 Gold. Und deswegen eigentlich auch nicht useful bis ins Late Game rein. Und da ist es irgendwie auch fein. Mal gucken, was die Items zu sagen haben, ne? Was die Items so bringen.